glow like two fires, movement so graceful. Wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her prey. Like stars in the darkest night, crystallized, fascinating. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way. Run away. So, also hier sind wir wieder am wunderschönen Hauptbahnhof. Vorhin war noch das Polizeiauto da, das obligatorische. Jetzt ist es weg, Gefahr vorbei. Hier geht es wieder los, wie so oft. Wunderschönes Gebäude, aber ja, sie stehen noch am Eingang. Es gibt immer was zu tun hier. Die Voltfahrer sind auch unterwegs. So, schnell weg hier, weil hier brennt die Luft. Und wie gesagt, es geht hier meistens los. So, Oma Anna. No. Genau. Oh, die ist aber auch ein bisschen verpeilt. So, meistens geht es ja hier los auf die Touren, die beschilderten Touren der Stadt Nürnberg. Ich hoffe, alles nimmt auf. Moment, nochmal Technikcheck. Blinkt das alles hier? Ja, Mikros an. Ja, wer kommt denn da von hinten? Fahren Sie zu. Ah, noch nicht. So, ich habe hier Windschattenfahrer. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Ja, die Technik, ja. Kamera geht, Kamera blinkt. Jetzt müssen wir erstmal hier raus. Erstmal hier raus. Richtung Wiesengrund. Und dann geht es erstmal zum Wörthersee. Diese bescheuerten E-Roller überholen, die nerven mich sowieso die ganze Zeit immer. Wir haben so ein beschissenes Tempo drauf mit ihren 20 km/h. Wieder rot. Ach, ja. So, vielleicht können wir jetzt mal flüssig fahren. Grüne Welle auch für Radfahrer. So, da vorne ist noch grün. Sehr gut. So, jetzt aber. Jetzt dürfte kein Hindernis mehr kommen. Wie gesagt, also wir sind jetzt auf der Radroute Nummer 7. Die Nummer 6 folgt noch oder ich habe es eventuell schon hochgeladen. Das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, weil die geht wieder in den Wald. Und wie man ja aus den letzten Videos kennt oder gesehen hat, ja, habe ich mich da immer öfters verfahren, so wie jetzt auch. Jetzt wieder zurück, ich muss hier runter. Also diese Routenführungen, die sind echt das allerletzte. So, wo soll ich denn jetzt hin? Hier runter. Ach, da vorne hätte ich vielleicht auch irgendwie runter gesollt. Ach, keine Ahnung. Ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Ja, ich hätte da hinten runter gesollt. Egal, wir kommen ja auch zum Wörthersee. Dann kommen wir halt einen anderen Weg entlang, aber im Endeffekt ist das jetzt nicht kriegsentscheidend. Ja, ich weiß nicht, der läuft rechts und dann zieht er auf einmal nach links. Ich verstehe solche Leute nicht. Kann er nicht geradeaus laufen. Da willst du ihn überholen und dann läuft er dir halb in deine Spur rein. So, irgendwie wären wir von da jetzt wohl gekommen. Ich weiß es nicht. So, hier sind wir an der Wiese. Und wir fahren heute nach Kornburg. So, jetzt mal ein bisschen was zur Tour. Route Nummer 6 wäre wieder in den Wald gegangen und das wollte ich vermeiden. Weil aufgrund der letzten Videos hat man gesehen, es kann je enden und es war alles nicht so schön und nicht so flüssig. Von daher habe ich die jetzt mal ausgelassen.
Vielleicht kommt die doch vorher hoch. Mal sehen, wie ich dazu komme, die noch abzufahren, die Nummer 6, weil die geht raus nach Brunn, aber halt in den Wald rein. Also erstmal nach Fischbach und von dort aus dann irgendwie in den Wald rein. Das wollte ich mir jetzt heute nicht geben. Von daher ziehe ich die Route jetzt hier vor. Allerdings ist es auch nicht schön hier mit 1000 Leuten. Aber es ist wie es ist. Es sind Stadtrouten, die rausführen. Und da muss man sich hier durchkämpfen. Heute geht es nach Kornburg. Kornburg ist im Süden von Nürnberg. Das ist so ein, ja, eigentlich ein Dorf. Gehört aber noch zu Nürnberg, die letzte Gemeinde, bevor es dann nach Rödenbach St. Wolfgang geht, was dann schon zu Wendelstein gehört. Sind wieder so, ich weiß gar nicht, 13 Kilometer. Dürfte etwas dauern. Es gibt zwei Varianten rauswärts. Einmal die hier. Die fahre ich jetzt bewusst, weil die andere ist dieselbe Variante wie bei der Route, die nach Feucht ging. Ich glaube, Route Nummer 4 war das. Also da, wo die Mauer da im Weg war und so in dem Video. Kann ich auch mal oben verlinken. Und das müssen wir jetzt nicht nochmal abfahren. Hier diesen Zickzacklauf durch die Wohngegend, dann ist das hier doch mal was Neues und angenehmer. So, hier müssen wir rechts. Und dann geht es in die Regensburger und Münchner Straße. Ich bin immer froh, wenn ich aus der Stadt draußen bin. Mich nervt es so dermaßen mit den Leuten. So, das ist hier Dönhof, Dönhoftunnel und dann geht es eigentlich schön über die Münchner raus. Hier fahren wir diesmal komplett durch, biegen also nicht links ab zu dem Silbersee und kleinen Dutzendeich, sondern fahren komplett runter. Oh, ziemlicher Wind. Ja, wie gesagt, die Route wird so 12, 13 Kilometer haben. Also wird sich ein bisschen ziehen. Ich denke mal, gerade eine Stunde wird schon dauern. Reißt euch ein Kaltgetränk auf oder was auch immer. Oder ihr steigt auf die Rolle. Was haben die hier vor? Unentschlossen. Ja, hier Stephanstraße. Und ja, ich denke mal, es geht an die Regensburger raus. Und wir kommen dann wieder an dem Platz der Opfer des Faschismus an, wo eben die andere Variante dann auf diese Route trifft. Aber das ist jetzt ja die Variante A, sage ich einmal, über den Wörder See. Ob die jetzt störungsfreier ist wie die andere, weiß ich auch nicht. Da hat man gesehen, ist ziemlich viel los. Hier ist die Peterskirche. Ja, und er will jetzt irgendwie geradeaus, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Weil den Weg kannst du, glaube ich, voll vergessen. Erstens mal entgegen der Fahrtrichtung, zweitens, glaube ich, Gehsteig. Oder haben sie da was Neues einfach hingepinselt, was dann einen Radweg darstellen soll? Keine Ahnung, also auf jeden Fall müssen wir hier rüber. Tatsächlich, da haben sie jetzt wieder so Pseudolinien aufgemalt. Ah ja, okay, ja, das ist neu dann. Aber mal schauen, was wir da am Platz haben. Ja, jetzt hat es wenigstens mal aufgehört hier zu nieseln. Vorhin hat es da genieselt. Ist die Linse dann immer voll gewesen mit... Oh je, jetzt habe ich sie verschmiert, oder? Voll gewesen mit Tropfen. Aber jetzt geht's.
Irgendwie hat die Apple Wetter-App zwar 95% Regen vorhergesagt heute, aber ja, es ist eigentlich nur nass auf den Straßen. Das Produkt der letzten Tage, aber so richtig geregnet hat es nicht heute. So, komm, auf geht's. Das ist das Nervigste immer, dieses Gewarte hier an den Ampeln. Es kommt halt einfach kein Flow zustande. Diese abgesenkten Bordsteine sind teilweise auch kriminell. Das sind schon halbe Stufen. Also das haben sie hier neu gemacht. Will ich jetzt so auch noch nicht lang. Zumindest glatt geteert und der Weg ist breiter als der für die Fußgänger. Wieder was Neues. Aber hier ist dann der alte Pflasterweg dann. So wie er vorher war. Da hätten sie auch durchziehen können hier mit der Teermaschine. Und wieder warten an der Ampel. Ja. Das ist eines der größten Gebäude übrigens in Nürnberg, also mit den meisten Wohneinheiten. Ich frage mich nicht wie viele, aber gehört glaube ich zu den Top 3 oder so. Las ich mal. Jetzt bin ich dem einfach hinterher, weil ich dachte, es ist grün. So ist es mit dem Herdentrieb. So, wollte er jetzt rechts rüber? Auf welcher Seite der Münchner will er lang? Auf der linken schon. Dann bleiben wir hier. Aber ich fahre jetzt nicht hier rechts rüber und wieder zurück. Wegen 100 Meter. Macht doch keinen Sinn. Ja genau, das ist wie gesagt dieselbe Route, die nach Feucht ging. Ihr erinnert euch, wir sind von da drüben gekommen, haben die Kreuzung hier überquert und sind dann hier vorbei an den letzten Schneemassen gefahren, die jetzt aber weg sind. Wie man sieht, schau mal her, so schnell geht's. Dafür haben wir jetzt die Nässe, aber immer noch besser wie dieser weiße Klatsch da auf der Straße. Ja, jetzt sieht man auch mal was hier von der Gegend, ne? Es ist äußerst windig, aber es ist nicht kalt heute. Also, ich sagte, ich glaube 10 Grad oder so. 8 Grad sagt der Wahoo. Die Wetter-App hat 10 gesagt. Fast schon frühlingshaft. Ich glaube, ich bin eh wieder zu dick angezogen jetzt. Es ist halt, wenn man so im Wintermodus ist, wenn es dauernd so Minusgrade hat, dann zieht man sich automatisch dicker an die ganze Zeit. Wenn es dann mal wärmer ist, kriegt man die Quittung. Ja, wie gesagt, das ist einer der besseren Radwege hier. Schön ausgebaut, entlang hier am Park. Straße ist weg von einem. Da hat man so ziemlich seine Ruhe. Fußweg ist auch getrennt vom Radweg, auch wenn es manche nicht so ganz kapieren. Aber es ist zumindest so angelegt. Ja, hier war ja in dem anderen Video alles voller Schnee. Da ging ja nur so eine Rinne durch. Jetzt ist es schneebefreit. Was will er denn jetzt? Jetzt will er auf die andere Seite wechseln. Okay. Wahrscheinlich, weil wir dann weiter unten rechts abbiegen müssen. Weil da gibt es 2 Zielführungen. Links und rechts der Münchner Straße. Oh, es ist grün. Müssen wir hier schon rüber? Ne, vorne will er rüber. Ist auch egal, wo wir rüber gehen. Auch grün. Dann einmal rüber zum Lutz.
Ja, letztens war ich auf so einer Fahrraddemo, das Video habe ich ja schon rausgebracht, das war ganz interessant. Ich dachte, ja, Wunder was, aber naja, es war mehr so eine Werbeveranstaltung der örtlichen Parteien, weil ja Oberbürgermeisterwahl ist am 8. Dezember und ja, da hat natürlich jeder für sich geworben und manchmal denke ich mir, die Themen sind alle nur vorgeschoben, nur dass die eigene Partei ja, einfach nur das bekommt, was sie will. Kennt man ja. Naja, wir werden sehen, was am 8. März rauskommt. Ich denke mal, die haben wenig Chancen. Aber ein Versuch ist es wert. So, dann fahren wir auf der rechten Seite der Münchner weiter. Da kommt ja dann auch dieser neue Stadtteil. Wie heißt der? Lichtenhof, glaube ich. Auf der rechten Seite. Komplett neuer Stadtteil. Neu angelegt. Ja, es wird Zeit, dass es jetzt langsam ein bisschen wärmer wird und irgendwie auch mal die Sonne scheint, die Straßen trocken sind. Es ist schon sehr lästig. Aber heute dachte ich mir, gehst du raus, weil es ist nicht kalt, es ist nur nass. Regen sah ich jetzt auch keinen. Und bevor ich mich jetzt da 2 Stunden oder was auf die Rolle hocke, dann mache ich lieber hier ein Video, komme ein bisschen raus. 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und dann haben wir das so einigermaßen gut genutzt. Ja, hier kann man eigentlich auch ganz bequem fahren. Hier ist wieder die Esso, da sind wir dann in den Park rüber zum Silbersee. Wer sich erinnert, wer fleißig die Videos guckt. Ja, Silbersee, kleiner Dutzendeich und dann zur Messe. Und das ist jetzt hier quasi der Weg weiter. Sieht man den auch mal. Mal schauen, dass ich dann nächstes Wochenende die Route Nummer 6 abfilme. In der Hoffnung, dass dann im Wald einigermaßen frei ist. Es war ja zum Kotzen. Also hier diese Schneeschlachten da, ständig in irgendwelchen ja, Parks und Wiesengrund und whatever und Wald. Also, es macht weder Spaß noch ist es schön anzusehen im Video. Aber was will man machen? Wenn Fahren unmöglich ist, was will er jetzt? Jetzt will er doch wieder auf die linke? Nee. Also man muss die Route immer im Auge behalten, weil die haben so wirre Planungen da auf ihrer Webseite hochgeladen. Tatsächlich, der will jetzt wieder links rüber. Warum hätte ich doch da drüben lang fahren können? Was soll denn das? Wer macht solche Routen bei der Stadt Nürnberg? Ich verstehe es nicht. Jetzt fahren wir wieder rüber. Wir hätten den ganzen Weg auf der anderen Seite auch gleich fahren können. Haben wir ja. Jetzt will er wieder auf die linke Seite. Also, was mir auch aufgefallen ist auf der Stadt Nürnberg, wenn du auf nürnberg.de gehst und diese beschilderten Routen suchst, du findest die nicht. Also ich habe sie nicht gefunden. Ich fand keinen Menüpunkt, wo die waren. Nur wenn ich Google bemüht habe, ich habe eingegeben beschilderte Radrouten Nürnberg und dann hat er mir den exakten Pfad ausgespuckt. Aber dieser Pfad ist nicht nachvollziehbar. Es war irgendwie Nürnberg und dann, glaube ich, Mobilität. Aber dieser Ordner Mobilität, der war nirgendwo zu finden in dem Menü. Entweder war ich blind oder er ist irgendwo sowas von versteckt oder gar nicht vorhanden oder was auch immer. Er war einfach nicht da. Ich habe es nicht gesehen. Ich bin überall rein in Verkehr und was weiß ich, was da alles war. Aber diese beschilderten Radrouten habe ich ganz normal über die Seite nicht gefunden. Ich hätte vielleicht mal hier berühren sollen. Ich voll Pfosten. Ich fahre jetzt hier rüber vor lauter Reden. Das ist ja eine, die nicht automatisch umschaltet. Ja, jedenfalls, wie gesagt, habe ich
nicht gefunden. Da frage ich mich dann, wie jemand anders das finden soll. Da haben sie sich so viel Mühe gegeben mit EPX-Dateien hinterlegen zum Downloaden und was weiß ich. Und dann sind die so verschachtelt, dass man die überhaupt nicht findet. Aber groß verpasst hat man ja nichts, wie man hier sieht. Man wird von links nach rechts geschickt und von rechts nach links. Mal schauen, was uns noch so erwartet. Das da hinten links ist, glaube ich, der Silberbuck. Dieser Waldweg, der da hochgeht. Hat man auch einen schönen Ausblick im Sommer. Habe ich schon mal die Drohne steigen lassen. Sieht man dann auch den Dutzendeich drüben, das Kolosseum. Wenn da schönes Wetter ist, hat man da einen wunderbaren Ausblick. Aber es geht steil hoch. Glaube ich sogar ein Strava-Segment. Kurz und schmerzvoll. Also jetzt fahren wir doch links entlang. Die linke Variante. Ich dachte, wir fahren da drüben dann irgendwie weiter, aber hier macht es schon Sinn, weil der rechte Weg, der geht dann nach links und hier geht es quasi geradeaus. Na gut, dann machen wir das brav so. Wir sind ja ein mündiger Bürger und folgen den Regeln. Dann machen wir das. Ja, heute Morgen, oder was heißt morgen, vorhin, wie ich die Tour startete, ich glaube, ich habe zweimal neu angefangen zu filmen und die Tour zu laden auf dem Wahoo. Weil der hat sich irgendwie aufgehangen. Irgendwas war da, der hat sich die Karte nicht mehr bewegt. Ich wusste gar nicht, wo ich lang muss. Ich dachte, ich muss irgendwie am Bahnhof da entlang, Richtung Wadersee, aber der wollte dann ja, hinten da durch die Wiese fahren, aber das GPS war auch weg. Er hat gar nichts mehr angezeigt, keine km/h, kein GPS-Signal, gar nichts mehr. Da war ich schon fast am Wadersee, da habe ich wieder umgedreht, bin wieder zurück zum Bahnhof, musste das ganze Ding nochmal neu starten. Also es war sehr holprig der Anfang, bis ich dann endlich mal loskam. So, Karl-Schönlebenstraße, hier geht es dann wieder zur Messe links. Und auch zum Stadion, ganz grob. Ja, wie gesagt, hier, das ist angenehm zum Fahren. Gut, es nervt halt immer ein bisschen hier mit den Ampelstopps. Schöner wäre es, wenn man irgendwie komplett störungsfrei durchfahren könnte. Aber das ist natürlich zu viel verlangt. Aber wir sind ja schon froh, wenn wir hier einigermaßen gute Radwege haben. Quasi der Deluxe-Radweg von Nürnberg hier. Besser geht's kaum. Hier muss man meistens auch mal warten nochmal, wo vorne grün ist. Dann ist hier mal rot. So, nimmt noch alles auf. Kameracheck, Mikrocheck. Ja, es leuchtet alles, gut. Ja, jetzt wird mir schon fast warm hier unter meiner Kutte. Ich habe wieder diese doppelwandige Jacke an, die ich ja in dem einen Video vorgestellt habe. Für die kalten Jahreszeiten, aber jetzt bei 8 Grad ist es schon wieder fast so warm. Da hätte ich mir vielleicht die Kappe anziehen sollen. Statt hier diese doppelte. Ich habe ein Trikot auch noch drunter und Base Layer. Eigentlich zu viel des Guten. Aber ich denke mir immer lieber zu viel als zu wenig, weil das zu viele kann man dann ablegen, notfalls, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Aber wenn man zu wenig hat, dann ist schlecht. So, jetzt komm, lass mich. Das ist, oder muss man da wieder drücken? Ich habe jetzt keinen Nerv mehr. Da war auch schon wieder so eine Signaltaster, so ein Signaltaster.
3 Kilometer weg am Mast. Die eine Ampel geht normal, automatisch für Fußgänger und Radfahrer und die letzte, da sollst du dann eine Taste drücken. So, wie viele Vergehen haben wir heute schon gemacht? 2 oder 3 waren es. Hier geht es über die Gleise drüber. Hier ist in der Nähe der Güterbahnhof. Das ist auch noch gar nicht so alt hier. Das haben sie auch neu gemacht. War hier lange Zeit eine Baustelle. Und da wurde das hier meines Erachtens auch neu angelegt. Ja, das ist ein Teil der Straße gewesen. Das ist jetzt Radweg. So schaut es zumindest aus, oder? Oder war das, man sieht es jetzt nicht, war hier eine Bordsteinkante? Ich weiß gar nicht. Sah zumindest wie ein Stück Straße aus im vorherigen Leben. Ja, wir gehen jetzt dann in den Wald da drüben rein. Das heißt, wir müssen wieder rechts rüber. Also von rechts nach links, von links nach rechts. Ja, mit dem Auto, wenn man geradeaus zufährt, kommt man direkt nach Cornburg. Wir fahren so einen Schleichweg durch den Wald. Ja, aber ziemlich schlecht ausgebaut ist. Durchzogen mit Wurzeln, Huppeln. Nicht schön. Grün und rot. Ne, grün jetzt. Wir müssen jetzt hier die Straße hinter, da geht es zur Bereitschaftspolizei und dann geht der Waldweg links weg. Und wieder rot. Mit Taste. Bitte berühren. Okay. Ich berühre dich. Habe auch nur die mittelwarmen Handschuhe heute an, habe ich gewählt. Nicht die ganz dicken, die billigen, die eigentlich am wärmsten sind. Zumindest hier habe ich die richtige Wahl getroffen. Ja, hier das Schild, Cornburg, 5,7 Kilometer noch von hier aus. Ist das echt so weit? Ja gut, man muss nach Gaulenhofen, glaube ich, heißt es noch erst. Und von dort aus geht dann noch mal ein Stück Radweg Richtung Cornburg. Das ist hier, glaube ich, wie heißt das hier? Gartenstadt, oder? Ist das noch Gartenstadt oder heißt es schon anders hier der Stadtteil? Ja, im April geht es dann wieder in wärmere Gefilde, wenn es dann hier dauerregnet und windet. Da werde ich mich dann Richtung Thailand begeben. 3 Wochen. Mal schauen, was ich da so treibe. Vielleicht geht es ja mal nach Laos. Ich weiß es noch nicht. Ich mache das immer spontan. Erstmal nach Bangkok, vielleicht ein paar Tage dort und dann schauen wir mal, wo es mich hin verschlägt.
Ja, hier ist die Bereitschaftspolizei. Hier müssen wir weiter. Darf ich bloß die Abfahrt nicht verpassen hier? Oder geht es da einfach nur geradeaus rein? Ich fahre hier sehr selten. Ich glaube, es geht einfach nur geradeaus. Ja, es ist richtig mild heute. Also temperaturmäßig ist es echt angenehm. Kein Fröstelgefühl, gar nichts. Sind das schon die Vorboten des Frühlings? Fragezeichen. Kurze Hose, schau her. Ja, hier sogar auch noch geteert. Ich glaube, das ist alles geteert. Heute sind wir nur auf geteertem Terrain unterwegs. Keine Matschlöcher, schau, voll in der Mitte. Das ist so breit. Wo soll es jetzt da vorbei? Das ist, die Leute tendieren immer in die Mitte. Ja, also keine Waldwege heute, keine Matschwege. Das sollte alles im Rahmen des Erlaubten sein. Also nicht sowas hier, so Gravel, wobei das ging jetzt auch noch. Ja, hier kommen wir an den, ich glaube, an diesem Biergarten vorbei, Steinbrüchlein, auch sehr beliebt. Jetzt haben wir gerade hier die A73 durchquert. Müsste das gewesen sein. Ja, hier ist schön ruhig. Kann man schön fahren, da kann man auch seine Gravel-Touren machen. Hier gehen viele Wege links und rechts weg. Hier ist auch irgendwo so ein Mountainbike-Areal, wo sie dann da rumjumpen, sich austoben. Oh, ja, das ist immer falsch. Wo wollte er denn jetzt hin? Nach rechts. Ich will jetzt den Weg weiter, weil da geht doch dann dieser begleitende Weg entlang der Straße. Da fährt schon einer mit seinem Mountainbike. Ach, hier unten der Weg, okay. Den da will er fahren, okay. Also dann fahren wir hier lang. Ja, das ist jetzt schon hier die schlechtere Qualität. Hier ist ein bisschen huppelig. Nicht so schön wie oben jetzt auf dem Weg. Ach so, der wäre dann zur Straße weggegangen, wenn ich jetzt hier weitergefahren wäre. Da kommt jetzt der Biergarten und der Parkplatz und dann geht es auf die Straße. Und das ist aber der Weg, der dann begleitend zur Straße geht. Aber halt nicht so schön, also von der Qualität her. Oder? Na, da kommen wir doch jetzt auch hier raus. Das war jetzt Kopf wie gesprungen. Da wären wir jetzt von links gekommen. Auch wieder sowas. Hätte ich also auch da weiterfahren können. Ja. Ja, da wären wir jetzt da rausgekommen. Genau dasselbe. Einmal über den Parkplatz, dann wären wir hier gelandet. Sind wir richtig? Oh, die Asiomas muss ich laden. Warnmeldung. Die Wattpedale lassen die Flügel hängen, aber die brauchen wir heute eh nicht. Heute machen wir keine Rekorde. Hier kommt es nicht auf die Durchschnittswattzahl heute an. Unangenehm der Weg. Den könnten sie echt mal neu machen. Zumutung hier. Mamma mia. Lauter so Querrillen und Wurzelschäden. Ja, und hier müssen wir jetzt zur Straße kommen. Genau.
Und wenn ich mich recht entsinne, hört dann der Weg direkt am Ortsanfang einfach mal auf. Und dann geht es wieder auf die Straße. Ja, hier ist sogar noch eine Bushaltestelle. Ach, das ist der Bus, der nach Comburg geht. 52er. Ja, ist jemand von euch hier irgendwo ansässig? Kommt jemand aus der Ecke hier? Habe ich bis jetzt noch nie was gelesen, dass einer aus Wendelstein, Comburg kommt. Ja, sehr nasses Wetter heute. Das Rad hat nach ein paar Minuten schon ausgeschaut wie die Sau. Kann ich dann gleich wieder putzen, wenn ich heimkomme. Der schaut aus. Völlig verschlammt schon wieder an den Kettenstreben. Da sieht man den Lack gar nicht mehr. Aber auch wieder voll gespritzt. Ich brauche unbedingt diese anderen Schutzbleche. Diese Rocket, wer ist denn die? Rocket Blazer oder Blades? Rocket Blades, glaube ich. Also die hier sind ein Fehlkauf. Keine Empfehlung. So, das gehört. Was ist denn? Ach nee, das ist Worzeldorf. Nicht Gaulenhofen. Gaulenhofen ist rechte Hand, glaube ich, dann. So, hier geht noch der Radweg. Oder hört jetzt irgendwo auf? Ja. Nee, der geht sogar hier auf dem Gehsteig weiter. Interessant. Ganz geil. Tatsächlich, da wurde der Gehsteig einfach mal umfunktioniert. Aber hier hört er auf. Ja, und jetzt hier wieder Obacht geben. Autos kommen von hinten. Seitenstraße, Schulterblick. Ne, hier ging es schon wieder drauf, oder? Moment, wir sind schon wieder falsch. Warum halt auch? Wo wollte der jetzt hin? Ach, der wollte da vorne rechts rein. Was ist das denn? In die Straße rein? Das war noch nie lang. Geht's denn dahin? Es geht ja jetzt bloß um 100 Meter, die man umfährt. Kommt natürlich jetzt ein Auto hier rein und da vorne wieder links. Am alten Kanal. Wegen 100 Metern. Also es sind schon abenteuerliche Planungen. Wer macht sowas? Den Herrn würde ich gerne mal kennenlernen. Und jetzt hier doch mal durch den Schamott. Haben wir doch noch Schamott heute. Hier dürfte ich, glaube ich, als Radfahrer gar nicht fahren, weil ich glaube, da drüben auf der rechten Seite ist es für Radfahrer. Aber gut. Wenn man hier von links kommt, hat man keine Möglichkeit, da rüber zu wechseln. Ja, das ist der alte Ludwigskanal hier. Da haben früher die Pferde die Schiffe gezogen. Es gibt so alte Schleusen. Da sind natürlich Haufen Spaziergänge. Ah, jetzt doch hier durch den Dreck. Ich dachte, ich vermeide es heute. Wegen dem kurzen Stück. Nur um jetzt hier vorne rechts abzubiegen. Hier sind wir wieder an der Straße, auf der wir gerade waren. Macht es Sinn? Macht das wirklich Sinn? Toll. Jetzt sind wir wieder auf der Hauptstraße.
Eine wahnsinnig kluge Planung war das. So, jetzt muss ich Obacht geben. Was hat er vor hier? Was will er? Wir müssen irgendwie da hinten rum jetzt. Weil hier ist es ja verboten. Da ist, glaube ich, ein dickes Schild irgendwo. Radfahrer verboten. Man fährt jetzt hier vorne links. Oder? Nein, fährt man doch nicht. Herrschaftszeiten. Hier der Weg. Hier rein. Ich kenne nur den Weg jetzt die Straße hinter und dann links. Dann kommt man da raus. Aber gut. Wieder was Neues. Ja, zum Glück fahre ich hier auch nie lang, weil es ist nicht schön hier. Guck mal her, wie schmal das hier ist. Da kommen sie mit Kinderwagen, mit Kind und Kegel. Du kommst mit dem Rad. Alle sollen sich hier arrangieren. Unfassbar. Ja, jetzt sind wir an der Straße, wo ich hingefahren wäre. Ja, da wären wir jetzt hier von rechts gekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Ne, oder war da vorne? Ach, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall hinten noch eine Variante über so eine Seitenstraße. Den Weg hier, den kenne ich auch nicht. Ja, das da ist die Straße. Aber hier von rechts weggekommen, genau. Hier vorne werden wir eingebogen und werden jetzt hier hoch. Aber nein, wir müssen irgend so einen kleinen Rumpelweg fahren, weil sich das irgend so einer ausgedacht hat auf der Stadt. Na gut, wir folgen brav, dokumentieren das alles. Da oben kommen wir jetzt dann auf dem Radweg nach Comburg und dann sind wir eigentlich fast schon da. Ist nicht mehr weit. Da geht es jetzt auch nochmal auf dem Radweg. Genau, da ist das Schild Comburg. Ja, und hier drüben ist das Schild, das Verbotsschild für Radfahrer. Ja, und da vorne haben wir Comburg. Also sehr tricky hier, diese Routenführung. Kann ich teilweise überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, schön grün jetzt wieder alles. Ganze weiße Schamott ist weg. Kommen langsam wieder die Farben etwas raus. Ja. Spaziergänger auch wieder alle unterwegs am Sonntag. Treibt die Leute raus bei den milden Temperaturen. Aber das ist ja auch Katastrophe hier, der Weg. Ja, und hier wieder Sprungschanze über die Wurzeln. Hier auch ganz schlecht. Oder so Querrillen.
die sich so aufgewölbt haben. Dann haben sie wieder was drüber geteert, aber die Hubbel sind nach wie vor da. Schön, wenn es da mal wieder grün ist. Herrlich. So, Kornburg erreicht. Radweg auch gleich mal zu Ende hier. Kommt was von hinten? Nein. Ab auf die Straße. Da ist man am sichersten. Okay, und dann endet der Weg hier rechts rum. Ne, da geht es rechts und wieder links. Hier geht die Hauptstraße weiter. Aber die Route geht hier rechts und links. Tatsächlich, hier ist das Schild. Katzwang, 4 Kilometer. Ein Schleichweg hier durchs Wohngebiet, abseits der Hauptstraße. Der steht mitten auf dem Weg, auf der Straße. Was wartet er? Hier geht's weiter. Oh ja. Ein Schleichweg, den ich auch noch nicht kannte. Ja, vielleicht bin ich hier sogar schon mal lang, aber unbewusst. Ist zumindest schöner als an der Hauptstraße entlang, weil die ist nicht so angenehm. Da ist immer recht viel Verkehr auch. Da ist das schon angenehmer. Sofern man dann hoffentlich wieder auf die Hauptstraße kommt. Oh je, wo geht's jetzt lang? Geradeaus? Ach, da vorne ist dann schon das Ziel. Wo, hier mitten im Feld oder was? Tatsächlich, jetzt geht's hier auf den Trampelpfad. Ja gut, okay, der Weg ist dann gestorben für mich, falls ich hier irgendwann noch mal herkomme. Ja, tatsächlich, der offizielle Radweg Nummer 7 der Stadt Nürnberg endet im Feld. Hier. Das ist ein offizieller Radweg. Hier, schau mal her. Hier ist ein Radwegschild. Okay, wo es auch immer dahin geht, irgendwo Richtung ja, Röthenbach, whatever. Ach, kann ich die Kamera überhaupt abnehmen? Ja, kann ich. Hier geht's nach Katzwang, Reichelsdorfer Keller, okay. Und ach, hier geht's nach Wendelstein. Ja gut, da kommt man auf die Hauptstraße wieder. Okay, also abenteuerlich wieder, Radroute Nummer 7. Ja, ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht, dem Ganzen zu folgen. Es war, ja, wie gesagt, ernüchternd, sagen wir mal so. Und ich schaue, dass ich die andere Route noch irgendwie reinpacke. Wenn nicht, dann kommt es halt ja, nach dieser Route. Wird man sehen. Und wir sehen uns wieder ja, hier oder woanders. Folgt mir gerne, abonniert, macht den ganzen anderen Kram, TikTok, Instagram, Strava, Komoot. Ihr könnt auch was spenden, wenn ihr wollt. Könnt aber auch lassen. Alles unter dem Video. Bis zum nächsten Mal.